Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, wir sind heute wieder in der ehemaligen Panzerfestung der Deutschen aus dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise es wurde ja auch schon vor dem Ersten Weltkrieg hier errichtet und sogar bis in den Zweiten Weltkrieg auch weiter genutzt. Und wir hatten ja letztens gesagt, dass wir nicht alles erkundet haben, nur ein Bruchteil. Und heute sind wir halt nochmal hierher gekommen, um euch den Rest dieser Anlage zu zeigen. Also, bleibt dran. So Leute, wir müssen jetzt hier wieder diesen unterirdischen Gangsystem jetzt folgen, weil das ist ja der Punkt, wo wir irgendwann aufgehört hatten, weil es auch sehr schwer zu laufen war. Und heute fangen wir direkt hier an und hoffen, dass wir jetzt in diese Bereiche kommen, wo wir noch was entdecken können. Also die ganzen Anlagen, die noch dazugehören, das sogenannte Maschinenwerk, Elektrizitätswerk, da wo die Aggregate und so weiter standen. Und es sollen hier auch noch weitere Zeichnungen und Wandgemälde geben. Und die wollen wir heute auf jeden Fall nochmal dokumentieren. Aber da müssen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal hier durch dieses Labyrinth kämpfen. So Leute, wir sind jetzt hier wieder in diesem Bereich mit diesem Fahrstuhl, wo es hier höchstwahrscheinlich zum separaten Werk hier oben geht. Da ist halt diese Trittleiter da an der Seite, wo wir gesagt haben, wie das hier aussieht mittlerweile durch dieses Abisolieren der Kabel. Und jetzt müssen wir immer noch ein Stück weiter gehen, weil wir noch bis zu der Kreuzung kommen wollen, wo es halt in 3 oder sogar in 4 Richtungen irgendwie ging. Und da müssen wir gucken, ob wir da irgendwo dann einen anderen Abzweig nehmen. Jetzt kommen wir hier an einen Bereich, wo wir auf jeden Fall nicht waren. Hier sind wieder eine Menge abisolierte Kabel. Wir kommen jetzt hier in einen höheren Raum in der Festung. Und hier geht's hoch. Wir sind jetzt von hier unten gekommen. Das ist merkwürdig. Ich meine eigentlich, dass wir letztens komplett durchgelaufen sind erstmal und dann kam wir an so einen komischen Graben. Aber ist ja okay, dann sind wir jetzt hier wahrscheinlich in irgendeinem Werk. Und dann werden wir mal gucken, wo wir jetzt hier ankommen. Ich gehe erstmal hier eben hier oben gucken. Also zumindest ein Teilbereich von dem Werk. Also hier geht es nochmal hoch. Einige Treppen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier diesen Flur, bevor wir noch höher gehen. Ich glaube, das ist ein Tank hier. Oh, da entweder was mit Wasserversorgung oder Treibstoff für die Aggregate. Der ist komplett betoniert. Ja, tatsächlich, hier sind 2 riesige Tanks untergebracht. Ihr habt da nur eine Nische, wo ihr praktisch einmal drumherum laufen könnt. Hier ist auch eine Maßeinheit aus Holz. Kann man aber nur noch schlecht erkennen. Okay, dann haben wir jetzt hier schon mal in der Anlage die Tanks gefunden. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Wasser ist oder Treibstoff. Es riecht zumindest hier nicht nach Treibstoff so richtig. Und da oben, das könnte eher was mit Wasser zu tun haben. Ja, wie es aussieht, sind wir jetzt in der höchsten Ebene hier. Weil hier ist was für die Nahverteidigung.
Ja. Oh, wir haben es gefunden, Schatz. Wir haben das Herz der Maschine gefunden. Hier sind die Generatoren, die Aggregate. Boah. Guck dir das mal an. Das ist komplett anders vom Aufbau her wie in der Maschinot-Linie, ne? Hier oben noch eine Laufkatze dran. Boah. Diese Schwungräder hier in der Mitte, das ist ja gigantisch. Ja. Hier konnte man halt praktisch die Stromversorgung garantieren für die Anlage. Boah, gigantisch. Wie groß das ist. Müssen wir nur aufpassen, hier sind überall Löcher, dass wir hier nicht reinsegeln. Boah. Seht ihr das mal? Ich weiß nicht, wie viele Aggregate das hier sind oder Generatoren, je nachdem, wie man das betitelt. In den anderen Anlagen ist das zum Teil nämlich auch schon ganz schön auseinander gepflückt. Aber hier stehen ja richtig viele Maschinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da hinten wahrscheinlich nochmal 4. 12 von diesen riesigen Aggregaten. Das ist ja Wahnsinn. Und hier war wahrscheinlich, ja, man sieht es noch, das ist hier schon ganz schön auseinander gepflückt. Hier war eine Schaltanlage. Hier seht ihr noch ein bisschen die Armaturen, wo die Anzeigen drin gewesen sind. Und teilweise noch die Schalthebel hier vorne. Hier sieht man noch einen. Ja, ganz massiv hier. Boah, lässt sich nicht mehr bewegen. Und ihr habt dann noch die Schatten von den ganzen Armaturen. So ein Schaltkasten, Relaiskasten. Boah. Und dann halt auch immer diese Fliesen an den Wänden. Und teilweise waren die auch auf dem Boden. Das hat man auch schon in einigen Anlagen gesehen. Hier oben dieses Wellblech. Und das ist wahrscheinlich hier so eine Abluftanlage. Wenn diese ganzen Dinger hier im Betrieb gewesen sind, dass man hier einen Luftaustausch garantieren konnte. Ah ne, hier ist wahrscheinlich schon eine abgebaut. Also haben wir hier nur 10. Hier wird auch noch irgendwas gestanden haben. Meine Güte, was ist hier noch? Ich glaube, das ist hier nochmal so ein Betriebsraum für die Mechaniker, weil hier hat man wahrscheinlich einen Schmiedebereich. Das ist hier, da hat hier wahrscheinlich so ein Ofen gestanden, wo man sich wahrscheinlich irgendwie Gebrauchsteile fertig machen konnte, wenn irgendwie was benötigt wurde. Hier oben ist nochmal so ein Tank. Hier liegen die Türen. Ja, hier hat man sich schon gut verewigt in der Anlage. Oh, Gott sei Dank kein großes Graffiti. Diese dunklen Wände, wie gesagt, die stammen halt von den Kabeldieben, die hier drin gefackelt haben. Wahnsinn. Ja, ihr könnt jetzt auch mal sehen, warum die Kabeldiebe hier so heiß auf die ganze Geschichte war. Dieses Kabel hat einen Durchmesser, es ist noch dicker als mein Daumen. Und ihr seht hier die ganzen vielen Kupferadern hier drin. Und wenn das hier alles in dieser Anlage so massiv verbaut war, ist klar, dass die
sich das alles unter den Nagel gerissen haben. Das sind mega dicke Kabel. Da oben seht ihr auch, sind 4 Adern gucken da raus, also 4 massive Kabel, die voll Kupfer sind. Und deshalb ist das für die halt so lukrativ gewesen, diese Anlage praktisch auseinanderzunehmen. Naja, es ist halt der Lauf der Zeit. So, wir gucken mal hier auf der anderen Seite weiter. Jetzt gucken wir hier noch einen weiteren großen Raum. Hier ist aber nichts mehr drin. Hier oben sieht man noch einen Teil der Belüftungsanlage. Und hier ist ein Bad gewesen. Waschbecken. Hier ist alles noch ein bisschen gefliest. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt geht es hier irgendwie weiter. Das sind so kleine Räume. Hier ist irgendwie was komplett verschüttet. Ich weiß nicht, ob es hier rausging. Das sieht merkwürdig aus. Oh. Ah, ja, das wird wahrscheinlich ein Dieseltank sein. Jo. Den haben sie hier wahrscheinlich auch entleert. Hier haben sie was reingefräst. Boah. Puh, das riecht immer noch extrem. Ein Riesentank. Keine Ahnung, wie viel 1000 Liter hier reinpassten. Da wird das andere nämlich für Frischwasser gewesen sein. Sowas haben wir auch schon gesehen gehabt. Auf der anderen Seite, wo wir waren. Oh, das ist locker hier so 10 Meter das Ding von der Länge. Aber hier kann ich jetzt keine Einheit irgendwie entdecken, wie viel Liter hier reinpassen. Ja, und hier auf der anderen Seite ist ebenfalls nochmal so ein großer Tank. Wenn Sie der Melanie, dann habt ihr mal die Möglichkeit, das einzuschätzen. Ist schon Wahnsinn. Also, wie gesagt, wir haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht in diesem Generatorraum und sind jetzt hier wieder in den Tunneln drin und schauen jetzt noch mal, wo das jetzt hinführt. Weil es ist doch schon wirklich gefühlt auch schon wieder sehr lange. Also die Anlage ist schon richtig groß und ihr hört es hier immer. Es ist auch nicht leicht zu laufen, weil diese abisolierten Kabel oder die Reste davon praktisch hier immer wieder in den Gängen liegen. Ja, wir gucken jetzt noch mal, was hinter dieser Tür kommt. Ja, jetzt sind wir hier wieder an so einer Kreuzung, also das ist so weitläufig das Ganze. Es geht hier nochmal wieder weiter geradeaus, wir sind jetzt ungelogen ja schon wieder so lange gelaufen. Hier haben sich irgendwelche durchgegraben, so halb, das ist hier alles schon irgendwie so verschüttet. Es geht da aber auch noch mal irgendwie ein bisschen rein. Und hier kommt auch irgendwie jetzt Wasser. Hier aus diesem Schacht hier oben. Hier steht eine 11. Ja, also
Diese Anlage ist wirklich gewaltig. Die kann es alle mal mit der Maginot-Linie aufnehmen. Das ist Wahnsinn, diese Verbindungsgänge. Sehen, dass die Tunnel zwischenzeitlich solche Tore aufweisen, die hier gesetzt sind, um wahrscheinlich einzelne Abschnitte immer mal wieder abzuriegeln, wenn es dann doch dazu gekommen ist, dass irgendwie Bereiche durchbrochen wurden und Gegner eingedrungen sind, dass man die Möglichkeit hatte, zeitweise die Bereiche abzusichern. So, wir sind jetzt immer noch erstmal wieder auf dem Rückweg von dem, was wir jetzt gelaufen sind. Und wir versuchen jetzt die ersten Abzweigungen, die wir gesehen hatten, mal zu laufen. Ob wir da noch was Spannendes entdecken. So, wir sind jetzt von da gekommen, haben den Rückmarsch angetreten und hier war die erste Abzweigung. Und da werden wir jetzt einfach mal reingehen, hier über diesen Schrotthaufen wieder. Ob wir da jetzt noch was sehen. Wir sind jetzt hier vorgekommen und haben jetzt hier vor uns eine Treppe, wo man hier hochgehen kann. Und hier geht es auch noch weiter. Und hier auch. Leider kann man nicht erkennen, hier hat mal irgendeine Echse dran geschrieben. Das ist aber auch wieder richtig lang, der Gang. Ach ey. Leider fehlen halt, oder die sind nicht mehr zu erkennen. Ihr seht das noch rudimentär. Wo es hier mal lang ging. Also wie die Bereiche hießen, aber das sieht man nicht mehr. Also man müsste hier echt normalerweise mit so einer Karte hier umher spazieren und sich merken, wo man abgebogen ist. Hier halt das irgendwie komischerweise krasser als in den anderen Gängen. Naja, ich guck mal eben, was hier oben ist. So, die Treppe ist schon ein bisschen verrostet. Also ich habe das Gefühl, dass das hier wahrscheinlich entweder zu so einer Beobachtungseinrichtung geht oder zu einem Gefechtsturm. Jetzt müssen wir hier echt gucken, inwieweit wir das hier machen. Also der Boden scheint hier betoniert zu sein, nur die Treppe ist. Das ist auch ziemlich eng. Hier hat man immer wieder diese Türen, diese Falltüren, sage ich jetzt mal. Fallgruben. Oh. Ja, geht noch höher. So, ich bin jetzt hier hochgekommen. Und wie ich es mir schon gedacht habe, das ist hier so ein Beobachtungsturm. Hier ist eine Seilwinde. Hier konnte man nämlich durch diese Falltür, die sich hier durchzieht, Material nach oben befördern. Ja, und hier habt ihr den Gefechtsturm. Genau. Das sind im Prinzip die kleinen Treppen. Das kennen wir auch schon aus der Maginot-Linie. Hier ist noch ein Verteilerkasten, Stromkasten. Und hier kann man jetzt auch nochmal hoch. Ui, die Leiter ist aber auch nicht mehr so fest. Ja.
Und hier habt ihr den Turm. Vermutlich für ein Maschinengewehr. Ja, so wie das da aussieht, diese Arretierung da. Und dann konntet ihr 360 Grad praktisch 360 Grad schießen. Ja, also das sind diese kleinen schmalen Leitern, die an der Seite hochgehen. Gut, dann gehen wir hier erstmal wieder vorsichtig nach unten. So sieht das aus. Krass. So, wir sind jetzt nochmal eben zum anderen Block gegangen, was auch zu der Anlage gehört, und versuchen da unseres Glück, weil da unten, da findet man halt keine Beschriftungen. Hier zum Beispiel haben wir eine Tür mit Offizieren dran, eine Beschriftung Offizier. Und jetzt gucken wir uns lieber hier mal um, ob wir hier erfolgreicher sind, weil das ist nämlich hier genauso groß. Und vielleicht haben wir hier das Glück, dass wir die Beschriftung finden. Ihr seht ja schon, der Hauptzugang hier ist genauso angelegt. Und hier oben sind die Kanonen verbaut, die Kanonentürme. So, ich mache mal eben die große Taschenlampe an. Oh, ja. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal eben um. Es sind auch schon einige Schmierereien. Hier war der eigentliche Ausgang. Das ist jetzt halt alles ähnlich hier. Und vermutlich wären wir auch hier irgendwo hochgekommen. Und geht zur nächsten Kanone. Also Leute, hier selbes Spiel. Hier geht es nämlich auch wieder runter. Also werden wir vermutlich irgendwie mal durch irgendeinen Gang auch hier hochgekommen sein. Hier habt ihr noch Französisch eine Beschriftung. Ich glaube, das heißt Batterie Ost. Ja, es ist für uns jetzt nicht ganz klar, wo diese Beschriftung hier in der Anlage ist. Ich gehe mal hier auf der Seite. Und das werden wieder die kleinen Kammern sein, wo die Munition gelagert wurde. Oh, ist sogar ein Transformatorraum oder sowas. Ja. Local Transformer steht da. Da kommt auch so eine richtige schwarze Masse raus. Okay. Das hat man da drüben nicht gehabt. Beziehungsweise es war, wenn, nicht mehr da. Ja, es fehlen im Prinzip irgendwie diese Kaserne, also diese unterirdische Kaserne, die haben wir irgendwie nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Anlage dann in der Form nicht gab, aber das sind jetzt keine Räume, wo sich eigentlich die Soldaten aufgehalten haben, bin ich der Meinung.
Hm? Ah, wir haben es gefunden, Leute. Wir haben es gefunden. Boah, haben wir noch ein Glück gehabt, hä? Dann ist das hier gewesen, in so einem Raum, okay? Also Leute, was haben wir hier? Hier steht: Gott sei mit dir, mein Sachsenland. Hier unten haben wir ein kleines Wappen mit 2 Löwen. Da steht irgendwie Fußartillerie, Regiment Nummer 12, 6. Ersatzbataillon mit 2 gekreuzten Kanonen. Richtig schön. Es ist nicht beschmiert. Wir haben hier 2 Eichen an der Seite und oben gehen die Eichenblätter her. Und hier haben wir auch nochmal ein richtig großes Banner. Das ist hier leider aber schon mit Versinderung durchzogen. In der Mitte ist ja wie so eine Art Wappen. Da kann man noch erkennen, das ist wie so eine Art Halle, wo Weinfässer scheinbar gelagert sind hier auf der Seite. Und in der Mitte steht eine Brotzeit, ein Bier, ein Wein, ein Glas, ein Brot und ein Teller mit Wurst, Salami oder sowas. Und hier hinten ist sogar noch so eine Art Dose, Fischdose oder sowas vielleicht. Und dann sind hier so Weinreben ringsrum. Das war scheinbar auch mal bemalt, also bunt. Jetzt ist es so grau. Hier oben sieht man noch die Weintrauben so rötlich und das Weinglas so gelblich. Aber ansonsten ist das halt verblasst. Und jetzt müssen wir mal gucken, was steht denn hier eigentlich? Das ist halt jetzt altdeutsch, ne? Ich glaube Oerdinger Bier. Hier ist es natürlich jetzt alles versindert da drüben. Was steht hier unten? Einst still den Hunger, das Durst. Tja, schade. Da müssen wir mal gucken, ob wir diesen Spruch noch finden. Der eine oder andere wird den vielleicht sogar kennen. Aber hier oben, das könnte vielleicht sächsisch heißen, weil wenn hier was mit Sachsenland steht, schwierig. Es ist leider hier versindert komplett. Wir gehen mal von vorne einmal komplett durch, damit jeder die Gelegenheit hat, das nochmal zu lesen. Und falls wir es nicht herausfinden sollten, wären wir sehr dankbar, wenn ihr uns das mal hier mit in die Kommentare schreibt. Weil das hier ist wieder pure Geschichte, was es nur noch eine gewisse Zeit gibt, bis es hier komplett vielleicht sogar versindert ist. Und dann sehen wir das gar nicht mehr. Nochmal in den Eingangsbereich gegangen. Jetzt habt ihr hier auch einen größeren Raum, wo man hier eine Menge Schießscharten nach außen hat. Das haben wir jetzt in den anderen Werken, die jetzt dazugehören, auch nicht mehr gesehen. Also die hatten dann hier halt einfach unterschiedliche Aufgaben, die Bereiche. Ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Maschinengewehr oder nur einzelne Schützen standen. Und hier ist nochmal ein Tisch. Hier gab es wahrscheinlich ein Telefon, wo man hier Befehle etc. aufnehmen konnte. Und hier an der Seite steht das, glaube ich, auch auf Französisch. In dem Fall. Was das Ganze hier ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist die Anlage halt genauso aufgebaut, wie wo wir praktisch reingegangen sind. Wir sind jetzt grob durchgelaufen. Und das Spannende war jetzt hier im Prinzip nochmal der Schriftzug. Ja, Freunde, das soll es jetzt an dieser Stelle mit diesem Video gewesen sein. Wir hatten jetzt nochmal die Möglichkeit, alle Sachen, die jetzt nochmal spannend waren in dieser ehemals deutschen Panzerfestung, zu besichtigen. Wir haben jetzt nochmal das Kraftwerk letztendlich gefunden, wo die einzelnen Turbinen, Generatoren, Aggregate standen, die das Ganze mit Strom versorgt haben. Und wir haben jetzt zu guter Letzt auch nochmal die wichtige Wandmalerei gefunden, hier in diesem Abschnitt. Und
Haben natürlich auch nochmal unten wieder die Katakomben, das Tunnelsystem durchforstet, weil wir erst wieder auf einer falschen Spur waren. Und da habt ihr auch nochmal einen Eindruck bekommen, wie weit verzweigt das Ganze halt ist und wie riesig diese Anlage halt auch unterirdisch nochmal ist. Ja, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder was in die Kommentare schreibt, uns folgt und auch vor allen Dingen bei dem nächsten Video mit dabei seid. Also, macht's gut!